Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch. Bist du bereit, dein Deutsch zu üben und flüssiger zu sprechen? Lass uns anfangen. Hi Tom, wie geht es dir heute? Hi Sarah, mir geht's gut, danke. Und dir? Mir geht's gut. Ich habe gerade einen Yogakurs beendet. Es war sehr entspannend. Das klingt schön. Ich liebe Yoga. Ich versuche jede Woche zum Kurs zu gehen. Ich auch. Ich mag es, wie Yoga mich ruhig und stark macht. Kommst du oft hierher? Ja, ich komme 3-mal die Woche hierher. Manchmal übe ich auch zu Hause. Das ist großartig. Ich möchte auch mehr zu Hause üben. Ich denke, Yoga ist gut für meinen Körper und meinen Geist. Da stimme ich zu. Yoga hilft mir, meine Muskeln zu dehnen und mich energiegeladener zu fühlen. Ich mag auch die Atemübungen. Sie helfen mir, mich zu entspannen. Ja, die Atemübungen sind mein Lieblingsteil. Ich fühle mich so friedlich, wenn ich tief atme. Heute nach dem Kurs möchte ich über etwas anderes sprechen, das wichtig für unsere Gesundheit ist. Eine gesunde Ernährung. Oh, ich liebe es, über Essen zu sprechen. Was meinst du mit einer gesunden Ernährung? Eine gesunde Ernährung bedeutet, gute Lebensmittel zu essen, die unseren Körper stark machen. Es bedeutet, Obst, Gemüse, Vollkornprodukte und gesunde Fette zu essen. Das klingt einfach. Ich versuche jeden Tag Obst und Gemüse zu essen. Das ist sehr gut. Ich esse viel Salat, frisches Obst und Vollkornbrot. Ich trinke auch Wasser anstelle von Limonade. Ich versuche auch Wasser zu trinken. Manchmal trinke ich Fruchtsaft, aber ich mag Wasser am liebsten. Wasser ist sehr wichtig. Es hilft unserem Körper, gut zu funktionieren. Ich esse auch gerne Nüsse und Joghurt. Sie sind gesunde Snacks. Ich liebe Joghurt. Ich esse ihn jeden Morgen mit etwas Obst. Ich mag es auch, nachmittags Nüsse als Snack zu haben. Nüsse sind großartig. Sie geben dir Energie und sind gut für dein Herz. Isst du Fleisch? Ja, ich esse etwas Fleisch, aber ich versuche, mageres Fleisch zu essen. Ich mag Hähnchen und Fisch. Ich esse nicht zu viel rotes Fleisch. Das ist gut. Ich esse auch Fisch und Hähnchen. Manchmal habe ich eine vegetarische Mahlzeit. Ich mag Bohnen und Linsen. Bohnen und Linsen sind sehr gesund. Sie sind reich an Eiweiß und Ballaststoffen. Ich habe gelesen, dass Ballaststoffe wichtig für die Verdauung sind. Sie helfen, sich satt zu fühlen und halten deinen Magen glücklich. Ja, Ballaststoffe sind sehr wichtig. Vollkornprodukte wie brauner Reis und Vollkornbrot sind gute Quellen für Ballaststoffe. Ich versuche beim Sandwich Vollkornbrot zu wählen. Es schmeckt besser und ist besser für meine Gesundheit. Was ist mit Fett? Ich habe gehört, dass einige Fette gut für dich sind. Ja, nicht alle Fette sind schlecht. Ich esse gerne gesunde Fette, wie die in Avocados und Olivenöl. Sie sind gut für dein Herz. Ich liebe Avocados. Manchmal packe ich sie auf meinen Toast oder in einen Salat. Avocados sind sehr gesund. Sie machen dich satt und sind sehr lecker. Kochst du zu Hause? Ja, ich koche gerne. Ich versuche einfache und gesunde Mahlzeiten zuzubereiten. Ich verwende frische Zutaten und vermeide zu viel Salz und Zucker. Das ist sehr gut. Ich koche auch gerne. Ich mache viele Suppen und Wokgerichte. Sie sind einfach und sehr gesund. Ich mag auch Suppe. Im Winter mache ich Gemüsesuppe. Sie wärmt mich auf und ist sehr gut für meine Gesundheit. Zu Hause zu kochen ist der beste Weg,
gesunde Lebensmittel zu essen. Du weißt, was in deinem Essen ist. Da stimme ich zu. Wenn ich essen gehe, wähle ich manchmal einen gesunden Salat, aber zu Hause kann ich die Zutaten kontrollieren. Gesundes Essen und Yoga lassen mich sehr gut fühlen. Ich habe mehr Energie und schlafe besser. Ja, ich fühle mich genauso. Wenn ich mich gesund ernähre und mich bewege, bin ich glücklich und ruhig. Planst du deine Mahlzeiten? Ja, ich versuche meine Mahlzeiten für die Woche zu planen. Ich schreibe ein einfaches Menü und mache eine Einkaufsliste. Das hilft mir, frische Lebensmittel zu kaufen und Junkfood zu vermeiden. Das ist eine gute Idee. Ich möchte auch anfangen, meine Mahlzeiten zu planen. Manchmal kaufe ich zu viel verarbeitete Lebensmittel, weil ich nicht plane. Mahlzeiten zu planen kann Zeit und Geld sparen. Es hilft auch, gesund zu essen. Ich werde versuchen, meine Mahlzeiten wie du zu planen. Vielleicht können wir einige Rezepte austauschen. Das würde ich lieben. Ich habe einige einfache Rezepte für Salate, Smoothies und Suppen. Ich kann sie dir geben. Das klingt großartig. Ich möchte neue gesunde Rezepte lernen. Wir können auch versuchen, eines Tages zusammen zu kochen. Es macht Spaß, mit einem Freund zu kochen. Ja, das würde ich sehr mögen. Zusammen zu kochen kann das gesunde Essen angenehmer machen. Tom, denkst du, dass Yoga und eine gesunde Ernährung zusammenhängen? Ja, das denke ich. Ich glaube, Yoga hilft mir meines Körpers und meiner Entscheidungen bewusster zu werden. Wenn ich Yoga praktiziere, habe ich das Gefühl, dass ich gutes Essen essen möchte. Ich fühle mich genauso. Yoga macht mich ruhig und hilft mir, auf meinen Körper zu hören. Wenn ich ruhig bin, treffe ich bessere Entscheidungen beim Essen. Das ist sehr wahr. Manchmal, wenn ich gestresst bin, esse ich Junkfood. Aber wenn ich Yoga mache, habe ich nicht das Bedürfnis nach ungesunden Snacks. Yoga und gesunde Ernährung ergänzen sich. Beides hilft mir, gesund und glücklich zu sein. Ich habe einen Artikel gelesen, der besagt, dass viele Menschen, die Yoga praktizieren, auch eine gesunde Ernährung haben. Es ist wie ein Lebensstil. Ja, es ist ein Lebensstil. Ich möchte so leben, dass mein Körper und mein Geist stark sind. Ich auch. Ich möchte energiegeladen und lebendig sein. Ich denke, dass Yoga, gesunde Ernährung und guter Schlaf die Schlüssel zu einem glücklichen Leben sind. Ich stimme zu. Wenn ich diesem Lebensstil folge, fühle ich mich positiver und aktiver. Sarah, hast du Tipps für jemanden, der anfangen möchte, gesund zu essen? Ja, ich habe ein paar einfache Tipps. Erstens, versuche mehr Obst und Gemüse zu essen. Sie sind voller Vitamine und Mineralstoffe. Das ist leicht zu merken. Ich kann mehr Früchte zu meinem Frühstück und mehr Gemüse zu meinem Mittag- und Abendessen hinzufügen. Zweitens, wähle Vollkornprodukte anstelle von Weißbrot oder Reis. Vollkornprodukte sind gesünder und geben dir mehr Energie. Ich werde versuchen, braunen Reis und Vollkornbrot zu verwenden. Das mache ich schon die meiste Zeit. Drittens, trinke viel Wasser. Wasser ist sehr wichtig für deinen Körper. Ich trinke jeden Tag Wasser, aber ich werde versuchen, mehr zu trinken. Versuche auch Zucker und Salz zu begrenzen. Zu viel Zucker und Salz sind nicht gut für deine Gesundheit. Das weiß ich. Ich versuche, weniger Süßigkeiten zu essen und salzige Snacks zu vermeiden. Schließlich versuche, öfter zu Hause zu kochen. Wenn du zu Hause kochst, weißt du, was in deinem Essen ist. Das sind sehr gute Tipps. Ich werde sie befolgen. Danke, Sarah. Gern geschehen, Tom.
Ich freue mich, diese Ideen mit dir zu teilen. Hast du irgendwelche Lieblingsrezepte für gesunde Gerichte? Ja, ich habe ein einfaches Salatrezept. Ich verwende Salat, Tomaten, Gurken und ein wenig Olivenöl. Manchmal füge ich Nüsse oder Samen für zusätzliches Eiweiß hinzu. Das klingt sehr einfach und sehr lecker. Ich halte Rezepte gerne einfach. Ich mache auch einen Obstsmoothie zum Frühstück. Ich püriere Bananen, Beeren und ein wenig Joghurt. Es ist sehr erfrischend. Ich liebe Smoothies. Manchmal mache ich einen grünen Smoothie mit Spinat, Apfel und Wasser. Das ist eine gute Idee. Grüne Smoothies sind sehr gesund. Sie geben dir viel Energie. Ich möchte deinen Salat und deinen Smoothie ausprobieren. Kannst du mir die Rezepte schicken? Ja, ich werde dir die Rezepte per E-Mail senden. Wir können auch versuchen, nächste Woche zusammen zu kochen. Das würde ich sehr mögen. Zusammen zu kochen kann Spaß machen und eine gute Möglichkeit sein, neue Rezepte zu lernen. Tom, hast du Fragen zu Yoga und gesunder Ernährung? Ja, ich habe eine Frage. Hilft Yoga bei der Verdauung? Ja, das kann es. Einige Yoga-Posen helfen, den Magen zu dehnen und die Durchblutung zu verbessern. Es kann die Verdauung fördern. Das ist interessant. Manchmal fühle ich mich nach einer schweren Mahlzeit aufgebläht. Vielleicht kann Yoga dabei helfen. Das denke ich auch. Nach einer Mahlzeit mache ich gerne einige sanfte Dehnübungen. Das macht mich bequemer. Ich werde das nächste Mal versuchen, wenn ich esse. Ich möchte mich nach meinen Mahlzeiten gut fühlen. Hast du noch andere Fragen? Ja, ich möchte mehr über die Planung von Mahlzeiten erfahren. Wie planst du deine Mahlzeiten? Ich plane meine Mahlzeiten am Sonntag. Ich schreibe ein einfaches Menü für die Woche. Ich entscheide, was ich zum Frühstück, Mittag und Abendessen essen möchte. Das ist eine gute Idee. Ich möchte auch versuchen, meine Mahlzeiten zu planen. Ich mache auch eine Einkaufsliste. Ich gehe zum Markt und kaufe frisches Obst, Gemüse und Vollkornprodukte. Ich versuche, saisonale Lebensmittel zu kaufen, weil sie normalerweise günstiger und frischer sind. Ich werde versuchen, meine Mahlzeiten zu planen und eine Einkaufsliste zu machen. Das hilft mir, gesund zu essen und Geld zu sparen. Ja, Planung ist sehr hilfreich. Es macht das Kochen einfacher und hilft, Junkfood zu vermeiden. Danke, Sarah. Du hast mir heute viele gute Ideen gegeben. Gern geschehen, Tom. Ich freue mich, meine Tipps mit dir zu teilen. Ich fühle mich nach diesem Yogakurs und unserem Gespräch über gesunde Ernährung sehr gut. Ich bin motiviert, mehr Yoga zu praktizieren und besser zu essen. Ich fühle mich genauso. Das Gespräch mit dir macht mich glücklich und gibt mir neue Ideen. Ich möchte einen Kochkurs besuchen und mehr gesunde Rezepte lernen. Vielleicht können wir das zusammen machen. Das ist eine großartige Idee. Ich würde gerne mit dir einen Kochkurs besuchen. Wir können neue Rezepte lernen und neue Leute kennenlernen. Ja, das wird Spaß machen. Ich möchte auch neue Yogakurse ausprobieren. Manchmal probiere ich eine neue Pose oder einen neuen Yoga-Stil aus. Das möchte ich auch versuchen. Ich denke, neue Dinge zu lernen, ist gut für unseren Geist und Körper. Ich bin sehr froh, dass wir heute gesprochen haben. Ich habe viel über gesunde Ernährung und Yoga gelernt. Ich bin auch glücklich. Unser Gespräch war sehr interessant und hilfreich. Vielleicht können wir uns nächste Woche wieder treffen, um mehr über Gesundheit und Fitness zu sprechen. Das würde ich sehr gerne. Wir können neue Rezepte und Yoga-Tipps austauschen.
Danke, Sarah. Ich habe heute viel gelernt. Gern geschehen, Tom. Ich teile immer gerne meine Ideen mit dir. Ich sehe dich nächste Woche. Ich freue mich auf unser nächstes Gespräch. Ja, bis nächste Woche. Hab einen schönen Tag und bleib gesund. Du auch, Sarah. Tschüss für jetzt. Tschüss, Tom. Gute Arbeit! Möchtest du dein Deutsch üben und flüssiger sprechen? Bitte abonniere und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du keine unserer kostenlosen Gespräche auf Deutsch verpasst. Bis zum nächsten Video.